Im Schnellflug durchs Bienenjahr fliegen die Bienen nun in den Sommer. Und dabei geht es um mehr als nur Honig. Wir sind am Institut für Bienenkunde und Imkerei an der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim bei Würzburg. Hier arbeitet Imkermeister Ferdinand Keidel 3 Tage in der Woche. So, los geht's zum Pflegevolk. Wichtiger Teil der Arbeit ist die Zucht. Hierfür werden Larven besonders geeigneter Völker entnommen und zu Königinnen herangezogen. Ja, man merkt schon, es ist ein sehr ruhiges Volk. Also gut geeignet, um es weiter zu vermehren. Die Bienenrasse, mit der Ferdinand arbeitet, ist die Apis mellifera carnica. Sie ist weit in Deutschland verbreitet. Mit einer Umlaufnadel werden die Larven in künstliche Näpfchen verlegt. Diese werden dann von Ammenbienen herangezogen. Ferdinand entnimmt hier am 14. Tag die schon fertigen Zellen. Wir haben jetzt bei diesem Pflegevolk hier die letzte Serie entnommen und werden jetzt eine Zelle in dem Volk lassen. Denn ein Bienenvolk braucht immer eine Königin. Nur sie kann Eier legen und sie kann bis zu 5 Jahre überleben. Damit ihre 38 Schwestern auch versorgt sind, wenn sie schlüpfen, bekommt jede einen Löffel Bienen hinzu. Dann fügt Ferdinand alles zusammen in die Käfige und versorgt behutsam die Pflegerinnen mit Zuckerwasser, damit sie die Zeit im Brutschrank gut überstehen. Bei 35 Grad Bienenstocktemperatur werden die zukünftigen Königinnen nun jede getrennt voneinander schlüpfen, um den Imkerbestand an Carnica-Bienen zu sichern. Das ist also im Grunde eine imkerliche Maßnahme, die aber notwendig ist, einfach weil viele nicht die Zeit, die Möglichkeiten haben, das zu machen. Und man möchte natürlich immer, wenn man jetzt eine Königin hat, mit der man sehr zufrieden ist, also die Eier legt, aus denen sanftmütige Bienen schlüpfen, die viel Honig bringen, dann möchte man gerne diese Zuchtlinie weiterzüchten. Genauso wie der Bauer gerne mit einer bestimmten Rinder- oder Schweinesorte seinen Stall bepflanzt und nicht einfach irgendwelche Schweine oder irgendwelche Rinder da gerne hat, die dann vielleicht keine Milch geben oder im Fettansatz eben zurück sind. Am Institut für Bienenkunde in Oberursel beobachtet Dr. Paul Siefert mit Langzeitvideoaufnahmen das Verhalten im ungestörten Bienenvolk. Er kann sehen, was in einer Larve passiert, nachdem sie verdeckelt wurde. Das ist, wenn eine Fütterung stattfindet. Für das richtige Alter gibt es den richtigen Futtersaftzusammensetzung. Und das sieht man dann hier, die wird dann kurz betastet und dann wird dieser Futtersaft eben abgegeben. Das ist in dem Fall 2:52 Uhr. Ja, diese armen Ammenbienen müssen also 24-Stunden-Schichten einlegen. Genau. Und auf diese Weise konnte der Wissenschaftler sehen, was bisher nur theoretisch beschrieben wurde. Ich finde es super faszinierend, was hier passiert. Ist dann doch interessant, das mal zu sehen. Das hat bislang noch niemand auch so gefilmt. Eine einzelne Arbeiterin produziert in ihrem 35 Tage währenden Leben etwa 1/5 eines Teelöffels an Honig. Sie befliegt dafür etwa 300.000 Blüten. Es gibt manchmal mehr, mal weniger und man freut sich natürlich über jeden Honig, den man erntet, wenn man den Leuten verschiedene Honigsorten anbieten kann. Und das ist halt einfach ein besonderer Punkt, wo man halt sagt, warum man dieses gesamte Honiggeschäft halt einfach macht. Nach einem durchwachsenen Frühling, aber ertragreichen Sommer geht es nun an die Honigernte. Dafür werden die Wabendeckel entfernt. Der Abschnitt wird später zu Wachs weiterverarbeitet, denn es wird hier nichts weggeworfen. Mit der Entdeckelungsgabel wird nochmal fein nachgearbeitet. Und dann geht es in die Zentrifuge, wo der Honig aus den Waben geschleudert wird. Deshalb sagt der Imker auch schleudern anstatt ernten. Und hier fließt er in den Honigsumpf, durch einige Filter und Schläuche, bis er wie aus dem Wasserhahn gezapft wird. Also
Also es geht tatsächlich nicht nur um den Honig, sondern vielmehr bewegt einen, dass man halt sein eigenes Produkt produzieren kann. Und zum anderen ist es natürlich auch ein bisschen die Liebe oder das Gefühl für die Tiere, weil es halt einfach Spaß macht, diese Bienenvölker durchs Jahr zu führen und ein schönes Gefühl ist, wenn man sie wieder gesund in den Winter bringt. Das Wetter hat dieses Jahr nicht mitgespielt. Dennoch, der Höhepunkt der Saison ist geschafft. Und der Imker erntet den Honig für seine Arbeit. In der nächsten Folge fliegen die Bienen weiter in den Herbst.